Ja. Zündet ihr eure Bücher zu. Sicher? Am Schluss ist eine Stunde. Gut, schließt eure Bücher noch bitte. Wir beginnen heute mit einem neuen Kapitel im Mathematikunterricht. Es ist unser erstes Algebra-Kapitel in der 3. Sek. Ich habe an der Tafel notiert 2 Sachen, die in diesem Algebra-Kapitel wichtig sind. Es geht um Terme und Variablen. Terme, das kommt vom Lateinischen. Terminare heißt bestimmen. Wir werden also etwas bestimmen. Mit Termen sagt man dem. Ein anderes Wort, das wichtig sein wird, ist das Wort Variable. Eine Variable ist, ein anderes Wort dafür ist noch nicht bekannt, ein Platzhalter. Wir werden dann mit diesen Platzhaltern oder eben Variablen operieren, und operieren heißt ja im Mathematikunterricht nichts anderes als rechnen. Wir werden mit Variablen rechnen. So, das ist das, was uns in den nächsten Mathematikstunden erwartet. Jetzt habe ich an der Tafel eine erste Skizze gemacht. Was stellt das dar? Striche habe ich gehört. Genauer. Anja? 2 Strecken. Richtig, das sind 2 Strecken. Und wenn ich jetzt bei dieser Strecke die Zahl 5 hinschreibe und bei der anderen Strecke die Zahl 3, dann wird schon etwas klarer. Ich habe also 2 Strecken und mit ihnen kann ich jetzt operieren. Beispielsweise kann ich mit diesen 2 Strecken diese Gleichung darstellen. Die Gleichung 5 minus 3 gleich 2. Ich will euch zeigen, wie das geht, und ich werde euch nachher eine andere Gleichung stellen und die löst ihr dann nach diesem Muster selber. Ich stelle also jetzt die Gleichung 5 minus 3 gleich 2 dar, algebraisch. Ich ziehe dazu 2 Geraden im Abstand von 2 Häuschen. Ich lege auf der oberen Gerade einen Anfangspunkt fest. Mit dem Zirkel trage ich diese Gerade 5 ab. So. So. 5. Vom Anfang bis hierher. Minus 3. Ich nehme den Zirkel und nehme die Strecke 3 in den Zirkel. Minus 3, das heißt, ich gehe in die andere Richtung. Also wieder nach links. Ich erhalte eine Reststrecke
Anfang bis hierher. Die Länge 2. Ich habe jetzt dargestellt die Gleichung 5 minus 3 gleich 2, indem ich zuerst die Strecke 5 nach rechts gezeichnet habe, 2 Häuschen darunter, die Strecke 3 nach links, weil es Minus ist, und habe das Resultat 2 nachher farbig markiert. Ist das verständlich? Dann gebe ich euch jetzt eine andere Gleichung. Das war unsere erste Aufgabe, die ihr an der Tafel erklärt bekommen habt. Unsere Aufgabe 3 mal 5 minus 2 mal 3 gleich 9. Das ist die Aufgabe 1, Seite 40. Nehmt jetzt Buch und Heft und löst diese Aufgabe ins Heft. Ein Blick ins Buch, Seite 40, zeigt euch zuoberst bei der Aufgabe 1, was ich euch erklärt habe. Auch die beiden Strecken sind abgebildet im Buch. Jetzt müsst ihr nicht etwa das Geodreieck nehmen und dort 5 abmessen, sondern ihr müsst den Zirkel nehmen und im Buch das machen, was ich an der Wandtafel gemacht habe, nämlich die Strecke in den Zirkel nehmen und dann abtragen. Ich sehe, dass viele zuerst 2 Bleistiftgeraden machen im Abstand von 2 Häuschen. Das ist absolut richtig. Macht das so. Wie lang diese Geraden sind, ist unbedeutend. Bedeutend ist, was ihr nachher auf diesen Geraden abtragen werdet. Und das gibt uns die Gleichung vor. 3 mal 5 minus 2 mal 3 gleich 9. Wer kann in Worte fassen, wie er 3 mal 5 abträgt auf der oberen Gerade? Anja?
Ich zeichne dreimal diese Strecke an. Mit dem Zirkel. Jawohl, du nimmst oder ihr nehmt dreimal die Strecke 5 in den Zirkel und tragt sie hintereinander ab. Vergesst die Pfeilspitzen nicht, sie zeigen die Richtung an. Mit der Zahl 5 markieren wir und zeigen wir, dass es sich um die Strecke mit dem Namen 5 handelt. Erklärt mir jetzt, was ich auf der unteren Gerade tun soll. Raphael. Ich nehme die Zirkel von 3 cm und markiere es von rechts nach links. Was machst du konkret mit diesen mit der Strecke 3, die du in den Zirkel nimmst? Ich ziehe sie von der unteren Gerade von rechts nach links ab. Wie oft? Zweimal. Jawohl. Einmal. Zweimal. Übrig bleibt ein Stück, das wir gelb markieren. Wir wollen ihm auch einen sogenannten Namen geben. Welchen? Anja. Ich möchte diese erste Aufgabe abschließen. Möchtet ihr noch etwas fragen dazu? Nichts. So, nun zu einer anderen Aufgabe.
An der linken Tafel habe ich wieder statt Strecken jetzt so farbige Kärtchen aufgehängt. Blaue stehen für eine Länge 5 und gelbe für eine Länge 3. Probiert jetzt die folgende Zahl darzustellen mit diesen Fältchen. Die Zahl 17. Hier an der Tafel. Was ist zu machen? Wie kann man die Zahl 17 mit blauen 5er-Kärtchen und gelben 3er-Kärtchen darstellen? Probiere, Fabian. Sprich auch dazu, was du machst. Also kann ich es in einem darstellen? Ohne Minus? Ich möchte zuerst das bewertet haben, was er macht. Ist das so in Ordnung? Esti? Ja, ich denke schon. Also, vielleicht sollte man das Gelbe noch ganz rüberschreiben. Das ist eine Linie. So. Wo ist jetzt die Zahl 17 erkennbar? Kannst du sie zeigen, Tamara? Ja. Vom Tafelrand links bis zum Kärtchenrand rechts. Ja. Gut? Danke. Du hast eine andere Idee. Nämlich? 5 und 4 mal 3. Und mal 5. Gibt auch 17. Gut? Prima. Neue Zahl. Fünferkärtchen, Dreierkärtchen stellt die Zahl 26 dar. Ja, Sandra bitte. Sandra, sprich bitte auch dazu, was du machst. 5 mal 3. Plus 3 mal 3. Christoph. Plus 3. Jenny? Es gibt 27. Also als erstes gibt das 27. Weiter, Anna. Man muss, wenn man 3 mal 5 rechnet, 5 mal 3 nehmen. Ein 5 Kärtchen und 3. Sonst würde das hier ja heißen, dass das die Länge 15 hat. Und das hat aber nicht die Länge 15, sondern in diesem Fall hier, Tamara. Das wäre die Länge 8, weil die Länge 5 plus die Länge 3, das wäre zusammen 8. Du hast mit einer anderen Operation überlegt, mit der Maloperation, hast gesagt, das wäre 9, 3 mal 3. Effektiv wäre das eine andere Länge, Patrick. 6. Und welches wäre die Gesamtlänge jetzt?
nicht 27 oder 26, sondern die Gesamtlänge wäre hier 17. 8, 6, 3. Wir müssen also einen anderen Weg wählen. Wer probiert? Wer probiert? 26. Adrian. An der Tafel. So, 5 mal 5 gibt 24. Stopp. Jetzt erwarte ich eine Reaktion der Klasse. Stefanie. 10. Also kann ich das nicht mal rechnen? Warum nicht? Also Adrian macht denselben Versuch, wie ihn Sandra vorher auch gemacht hat, mit einer Malrechnung, oder? Was entgegen wir darauf? Desiree. Es sollten alle 5 Karten hinlegen. Weil nur so sind es ja 25. Weil wir müssen ja auch immer 5 und 5 sagen. Also somit, ja, ich lasse Anja erklären. 5 ist wie eine Strecke 5 cm und 5 gibt erst 10 cm. Und du willst ja 25. Moment, verstehst du das? Ja, also Die Länge 5 und noch einmal die Länge 5 hat die Länge 10. Du hast die zweimal abgetragen und du willst 25. Anja hat dir den Tipp gegeben. Gut. Ihr könnt euch überlegen, ob das sinnvoll ist, wenn jetzt die Strecke 5 fünfmal abgetragen wird. Wie denkt ihr? Wir wollen ja 26 am Schluss. Michel? Ich würde sie nur 4-mal. Stehen also zwei Meinungen gegenüber. 5-mal abtragen oder 4-mal? 4-mal. Adrian. Jetzt kommt der Vorschlag von Michel und die Bestätigung von Fabian, du sollst sie nur 4-mal abtragen. Adrian, bist du zufrieden mit dem Werk? Ja. An den Platz zurück. Anja? Ich hätte die 3 Unter. Was heißt unter? Mach es. Adrian kann an den Platz zurück. Lassen wir es. Gut. 5 plus 5 plus 5 plus 5 gleich 20, plus 3 gleich 23, plus 3 gleich 26. Jetzt würdet ihr selber eine solche Aufgabe lösen ins Heft, und zwar wieder mit den Werten, die ihr in der Aufgabe 1 habt, mit den Strecken aus dem Buch, die Strecke in den Zirkel nehmen, wählt das Beispiel D. Das heißt, die Zahl 4. Das ist die Aufgabe 2, Seite 40, Nummer D. Stellt die Zahl 4 dar mit den Strecken 5 und 3. Ist das klar geworden vorher? Ja, ja. Gut, ist richtig gelöst. Noch hinschreiben. 3, das ist ja die Strecke 3, die du hier zweimal abgetragen hast.
3, 3 einschreiben. Ja, ich denke schon. Schon viele Sätze. Ist dir klar, wieso du die Pfeile machst? Nein, nicht so. Was zeigt der Pfeil an? Doch mal, wo es durchgeht. Also es geht so nachher und dann geht es so weiter. Mhm, also die Richtung. Ja. Was zeigt also die Richtung nach rechts an? Welche Rechenoperation? Plus. Jawohl. Und die Gegenoperation von Plus ist ja Minus, deshalb gehst du auch in die Gegenrichtung mit Minus. Besonders deutlich, Silvio, wird es, wenn du wirklich mit einer Farbe das Resultat noch markierst. Das wäre hier 9. He? Auch wieder mit dem Pfeil. Anja ist soweit. Könntest du die Aufgabe an der Tafel noch zeigen? Nein. Zurück. Das wäre wieder 5 und das wäre wieder 3. Und diese 2 Strecken kannst du in den Zirkel nehmen. Hier unten. Drück noch ein bisschen nach unten, dass wir hier etwas anderes haben. Wer fertig ist, überlegt sich die anderen Aufgaben von Nummer 2, ohne sie ins Heft zu lösen, aber so, dass man sie nachher erklären kann, wie man vorgeht. Gut, jetzt habt ihr Zeit gehabt, euch diese Überlegungen zu machen. Ich frage deshalb, wie stellt man die Aufgabe 2a dar, die Zahl 15? Fabian? Auf einer Strecke 3-mal die 5 Gut. B, die Zahl 12. Esti? Auch dreimal die 5 und dann auf der zweiten Strecke einmal die 3 In die. in die Gegenrichtung. Gut. C, 13. Carmen? Zweimal die 5 in die Gegenrichtung einmal 3. Also minus plus. Ja, alles auf der gleichen. Gut. Alles in dieselbe Richtung. Zweimal die 5 hast du gesagt und einmal die 3. Jetzt können wir überprüfen an der Tafel. Anja ist fast fertig mit dieser Darstellung der Zahl 4. Bitte beurteilt. Welches ist euer Kommentar zur Arbeit von Anja an der Tafel, Raphael? Nicht so genau, aber sie stimmt. Also die Überlegung ist richtig gemacht, wenn du sagst nicht so genau, was ist nicht so genau? Die Striche. Nicht so genau. Gut. Also wer nicht geübt ist, an der Tafel mit Zirkel und Kreide zu arbeiten, der kann das vielleicht so nicht so genau darstellen, wie du es gern hättest, Raphael. Ist das, was du meinst? Aber grundsätzlich richtig. 2 mal 5 und dann in die Gegenrichtung 2 mal 3 abtragen. Überprüft eure Lösung im Heft.
Und dann gehen wir einen Schritt weiter. Ich möchte mit euch ein Beispiel von der Aufgabe 3 machen. Patrick, lies vor, bitte. Die gegebene Strecke stellen wir in Zahlen dar, welche diesmal durch Buchstaben bezeichnet sind. So, und was sind das für Strecken, die euch jetzt zur Verfügung stehen? Welche Strecken stehen euch jetzt zur Verfügung? Ja, wie heißen sie? 5, 3. X, Y und Z. Aha. Jetzt stehen also nicht mehr Zahlen, sondern sogenannte Variablen, Platzhalter für eine Zahl vielleicht. Und wir wollen wieder eine solche Darstellung machen. Zeichne eine Strecke, welche dem Term x plus y minus z entspricht. Ihr müsst gar nichts ins Heft machen jetzt. Wie stellen wir jetzt den Term x plus y minus z dar? Fabian? Zuerst haben wir einfach einen Strich ziehen. Und irgendwo Moment. Erkläre mir. So, ich mache nur eine Skizze jetzt. So wie du mir die Anweisung gibst. Dann irgendwo einen Punkt setzen. Ja. Und dann die Strecke abtragen. Und diesen Punkt wiederum die Strecke y abtragen. Und dann eine zweite Strecke. Gerade. Und dann von diesem Punkt, an dem y aufhört, in die Gegenrichtung z abtragen. Merci Fabian, da ist eine gelbe Kreide, zeigt mir jetzt bildhaft den Term x plus y minus z. Fabian? Menir. Was würdest du anders machen? Oder es ist richtig, hast du gesagt? Es ist richtig. Vielleicht noch den Pfeil. He? Gut, x plus y minus z, das ist dieser Term. Gut, Jenny, du bist nicht einverstanden? Ja, erkläre. Das ist ja die Einstrecke, die Fabian jetzt angezeichnet hat. Ja. Er hätte eigentlich die Strecke x, die Strecke y und die Strecke z anzeichnen müssen. Stefanie schüttelt den Kopf. Kannst du das auch in Worte fassen, was dein Kopfschütteln bedeutet? Nein, das stimmt, weil x plus y minus z gibt eine Strecke und die Strecke muss man an. Und weiß, mit weißer Kreide, was Fabian gemacht hat, ist der Weg dazu. Die Überlegung x plus y, dann minus z und dann ist das sowie das Resultat, wie man es gerne benannt hat. Das ist jetzt eben ein Term x plus y minus z. Gut. Ich gebe immer 2 Schülern eine Aufgabe, die ihr nachher an der Tafel skizzieren müsst, wie ihr sie gelöst habt. Aufgabe 3.
B, C, D, E, B, C, D, E, B, C, D, E, B. Besprecht euch zusammen, ihr müsst nichts ins Heft lösen. Besprecht euch, wie ihr es darstellen werdet an der Tafel. Fertig besprochen? Gut, überlegt euch noch E. Fertig besprochen? E. E, ja. Überlegt euch noch E wie Daniel. Fertig besprochen? Ihr auch. Überlegt euch noch E. E, ja. Gut, Schluss der Vorbesprechung. Aufgabe B. 5 mal Y. Das habt ihr, nicht? Wer hat B? 4. Gut. Zeigen. Nur skizzieren, also ohne Zirkel. Christoph und Raphael. Euer Auftrag wie für die ganze Klasse: beurteilen. Noch besser kommt es heraus, Fabian und Menir, wenn ihr sprecht dazu. Also wir haben hier eine Gerade gezeichnet und einen Anfangspunkt und jetzt tragen wir hier Y ab, das erste Mal. Von diesem Punkt wiederum einmal. Noch einmal. Und das Gelbe hier, das ist die Strecke 5 mal Y. Könnte man die Teilstrecken auch anschreiben? Raphael? Für euch alle? Gut. Aufgabe C wurde gelöst von Miriam und Sandra. Ihr habt? Welche? Auch C. Wir tragen dreimal die Strecke Z ab. Könnte man gelb jetzt noch zeigen, was 3Z bildlich ist? Von wo bis wo geht 3 mal Z? Von hier bis hier. Zeige es mit der gelben Farbe. Danke. 3 mal Z.
Christoph? Stimmt. Christina, bist du soweit für dy plus 4 mal z? Dann bitte. Ich mache wieder eine Strecke. Strecke. Eine Gerade. Und setze den Ausgangspunkt. Dann trage ich y ab. Und noch 4 mal z. Das ist jetzt die Strecke. Welche Strecke? Y plus 4 mal z. Gut. Einverstanden? Ihr nickt. Gut, dann gehen wir noch zur letzten, die Aufgabe E. Wer möchte sie zeigen? Desiree und Anja, bitte, ja. 2 mal x plus z. Also ich zeichne eine Gerade. Setze irgendwo einen Punkt. Dann trage ich 2 mal x ab. Und dann noch einmal z. Und mit gelber Farbe hast du gezeigt, von hier bis hier, das ist der Term 2 mal x plus z. Ja, gut. Kommentar? Jenny? Ist richtig. Gut. Jetzt habt ihr in dieser Stunde bisher gemerkt, mit diesen Variablen kann man also etwas bildlich darstellen. Operieren heißt aber nicht nur bildlich darstellen, sondern das heißt auch rechnen. Die folgende Aufgabe 4 soll euch zum ersten Mal zeigen, wie man mit Variablen rechnen kann. Es ist eine Schwimmbadaufgabe. Ich lese im Buch, und ihr seid an derselben Stelle, Seite 40, Nummer 4, im Schwimmbad es bedeuten. Der Buchstabe E bedeutet jetzt nicht mehr eine Streckenlänge, sondern in unserem Fall, Debbie. Genau, das heißt, dass der Buchstabe E, der steht am Platz vom Eintrittspreis für einen Erwachsenen. Es heißt nicht, wie teuer. 3 Franken, 4 Franken, sondern einfach Eintrittspreis für einen Erwachsenen. Genauso steht der Buchstabe K für, Pascal. Eintrittspreis für Kinder. Der Buchstabe A bedeutet in unserem Fall jetzt, Tamara. Zuschlag. Ja, wer ein Kästchen mietet, muss da noch einen Zuschlag zahlen. Und schließlich der Buchstabe B, laut Aufgabemenier. Zuschlag für Kabine. Wer eine Kabine benutzt, muss einen weiteren Zuschlag bezahlen. Wenn jetzt eine Familie, hier im Buch heißt sie Fuchs, Folgendes bezahlt: 2 mal E plus 3 mal K plus 3 mal A plus B. Was können wir jetzt dem entnehmen? Die Familie Fuchs geht ins Schwimmbad und bezahlt an der Kasse folgenden Betrag: 2 mal E plus 3 mal K plus 3 mal A plus B. Erläutert. Fabian? Die Familie muss aus den Leuten bestehen. Nämlich? 2 Erwachsene und 3 Kinder. Sie hat 2 Erwachsene, 3 Kinder.
Weiter. Sie nehmen bei Kassen in einer Kabine. Und eine Kabine. So verbirgt sich hinter einem Term, der zunächst nur aus Zahlen und Buchstaben besteht, verbirgt sich plötzlich eine Familie, die an der Kasse steht, was sie alles bucht, was sie alles bezahlt. Wie viel sie bezahlt, werdet ihr unter anderem in den Aufgaben auf morgen bestimmen. Ich bin dran, euch die Hausaufgaben zu geben. Es geht bei dieser Aufgabe 4 weiter. Ihr löst A, B und C. Nummer 4, Seite 40, 41, Aufgabe A, B, C. Das ist das Schluss von der Stunde. Marina, Janine, und ihr Tafel putzen. Die hier, he? Grosse Pause. Menir und Christina, könnt ihr noch aufdrehen hier, bitte, und Fenster auf. Aufmachen. Wie? Ja, alles. Rübsstübis. Morgen. Ja, sogar früher. Gut, bitte. Hinten an die Tafel. Ja.